Wichtiger Hinweis: Die Inhalte dieses Kanals richten sich ausschließlich an Personen ab 18 Jahren. Die gezeigten Videos dienen reiner Wissensvermittlung und Information über den botanischen Anbau und die Pflege der Hanfpflanze. Es findet absolut kein Verkauf von Pflanzen, Samen, Produkten oder Substanzen statt. Anfragen zu Kauf oder Handel werden nicht beantwortet. Die Inhalte sind keine Anleitung zur Nachahmung und fordern nicht zum Konsum oder zur Herstellung regulierter Stoffe auf. Hallo liebe Leute, mein Name ist Michi und damit herzlich willkommen zum ersten Video der Terp Factory. Und bevor es hier auf dem Kanal jetzt so richtig losgeht, liebe Leute, muss ich noch ein riesengroßes Dankeschön an euch da draußen loswerden. Leute, absoluter Wahnsinn. 80 Abonnenten für einen Kanal, der bis zum heutigen Zeitpunkt nicht ein einziges Video online hatte. Absoluter Wahnsinn. Was für ein Vertrauensvorschuss. Wirklich, ich bin sprachlos. Aber ihr sollt nicht leer ausgehen, denn ab heute wird hier geliefert. Ja, und was könnt ihr ab jetzt von diesem Kanal hier erwarten? In der Terp Factory dreht sich ab jetzt alles um die lösungsmittelfreie Weiterverarbeitung von unserer Lieblingspflanze. Wir sprechen hier über Begriffe wie Dry Sift, Static Sift, Bubble Hash, Frenchy Cannoli, gucken uns das Geheimnis um Piatella an und natürlich versuchen wir uns auch beim Pressen von Live Rosin. Und ich habe bei einigen dieser Begriffen wirklich noch überhaupt keine Erfahrung, also nehme ich euch von Anfang an mit. Ihr könnt mir dabei zugucken und ja, mich mit Tipps unterstützen dabei. Mit Sicherheit werde ich in das eine oder andere Fettnäpfchen reintreten und dann lüften wir gemeinsam das Geheimnis um optimale Temperaturen beim Pressen, wie der optimale Pressdruck ist und gucken uns einfach an, was für Micron-Bags wir für welche Pflanze im Optimum benutzen können. Ja, warum machen wir uns jetzt genau eigentlich so einen Aufwand mit dem Ganzen hier? Wir bewegen uns hier in Deutschland im Rahmen des KKG und ihr wisst ganz genau, dass man als erwachsene Person maximal 50 Gramm zu Hause haben darf. Und da wird eben eine Sache immer wichtiger: Qualität statt Quantität. Ja? Wenn also der Platz begrenzt ist, wenn die Menge so begrenzt ist, dann wollen wir doch das absolute Maximum aus unseren Blüten herausholen. Und ich würde sagen, wir widmen uns jetzt dem absoluten Fundament von Spitzenqualität. Ja, und hier nehme ich euch jetzt mal ein bisschen mit an die Hand. Denn für mich persönlich hat sich das Thema Cannabis über die letzten Jahre wirklich komplett verändert. Es geht mir schon lange nicht mehr primär um die Wirkung, sondern Cannabis und die damit verbundenen Produkte sind für mich mittlerweile ein echtes Genussmittel geworden. Also vergleichbar mit einem richtig guten Essen oder einem meisterhaften Espresso oder eben einem edlen Wein. Tja, und eigentlich hätte ich ja jetzt direkt gerne angefangen mit dem Waschen, aber wir warten ja noch aktuell auf unser Material hier, die Super Lemon Haze X Pink Candy, die gerade Blütewoche 5 erreicht hat. Ihr habt das letzte Video aber bestimmt gesehen, die füllt wirklich diese kleine Mini-Growbox hier wirklich bis zum Maximum aus, aber ist voll mit Puder, liebe Leute. Es ist ein Traum, da reinzugucken. Ihr werdet es demnächst in der Herb Factory nochmal sehen. Da werde ich nochmal ein paar genauere Detailaufnahmen machen. Sie ist wirklich bis aufs letzte Blatt voll. Und ich freue mich so darauf, dass das die erste Pflanze sein darf, mit der wir hier zusammen waschen werden. Und da werdet ihr mir mit Sicherheit nicht widersprechen, denn bei all diesen Produkten schmeckt man ja im besten Fall die Qualität, den Anbauort und die Handwerkskunst heraus, die in all diese Produkte mit reingeflossen ist. Und genau diese Faszination bietet uns doch auch die Cannabispflanze. Kommt mal mit mir mit und vergesst einfach mal den reinen Fokus auf THC und CBD-Werte. Was die Qualität und das Ergebnis wirklich bestimmt, sind die Geschmacksstoffe, die sogenannten Terpene. Und genau von diesen Terpenen hat der Kanal auch seinen Namen, nämlich die Terp Factory. Diese kleinen organischen Verbindungen sind nicht nur für den Geruch verantwortlich, sondern in ihren individuellen Kombinationen bestimmen sie das sortenspezifische Geschmacksprofil und beeinflussen sogar in Teilen die Wirkung maßgeblich. Und hier genau kommt es drauf an, nämlich die Art, wie wir die Pflanze nach der Ernte weiterverarbeiten, entscheidet darüber, ob die flüchtigen Aromen erhalten bleiben, damit du letztendlich am Ende exakt herausschmecken kannst, welche Genetik du da vor dir hast.
Schauen wir uns jetzt doch mal im Schnelldurchlauf die 8 Hauptterpene an, die in ihrer Kombination wirklich absolut verrückte Geschmacksprofile erzeugen können, wie beispielsweise Knoblauchbutter, Eiscreme, Banane oder frisch gebackener Kuchen. Terpen Nummer 1, Caryophyllene, das mit würzig, pfeffrigen und holzigen Noten daherkommt. Terpen Nummer 2, Humulen, das erdig und holzig ist und stark an Hopfen erinnert. Ich denke da immer daran, wenn jemand einen Becks aufmacht. Leute, riecht mal dran, das erinnert sofort an Cannabis. Terpen Nummer 3, Limonen, frisch, zitrusartig und belebend. Terpen Nummer 4, Linalool, blumig, beruhigend, wie ein Lavendelfeld. Terpen Nummer 5, Myrcen, moschusartig, erdig, mit einer leichten Fruchtkomponente. Terpen Nummer 6, Ozimen, süßlich, kräuterartig, holzig. Terpen Nummer 7, Pinen, frisch, kiefernartig, eben wie ein Waldspaziergang. Terpen Nummer 8, Terpinolen, komplex, blumig, kräutrig und frisch. Ja, und weil ich ja leider Gottes gerade noch auf das Material warte und auch noch nicht alles an Equipment da habe, um weiterzumachen, werden wir uns jetzt in den kommenden Videos erstmal jedes einzelne dieser 8 Hauptterpene ganz genau anschauen. Wir gucken einmal mit der Lupe drauf und gucken uns die spezifischen Eigenschaften an. Und glaubt mir Leute, ihr werdet teilweise aus dem Staunen gar nicht mehr rauskommen. Und weil ich euch jetzt nicht zu lange auf dem Trockenen sitzen lassen möchte, fangen wir heute direkt mit dem ersten an. Ganz klassisch in alphabetischer Reihenfolge mit Caryophyllene. Ja, und wie kommen wir jetzt dahin? Klickt einfach hier oder hier im Abspann auf das nächste Video, lasst bei diesem Video Abo und Like da und wenn ihr Bock auf feine Terpene habt, dann sehen wir uns drüben. Also bis bald, macht's gut, euer Michi.